Entwickelt von Kurz, geschrieben von Davey Reedon. Und ja, wie die mysteriöse Person versprochen hat, war das vorerst das letzte Mal, dass wir von ihr gehört haben. Willkommen, meine lieben Zuschauer und Zuschauer, zu einem neuen Part von The Stanley Parable. Mein Name ist Koparius, wir sind für diesen Part aufnehmen zu dürfen. Und ja, nachdem wir im letzten Part zwei relativ deprimierende Enden miterleben mussten mit unserem Eimer. Unser Eimer ist alles. Für uns anscheinend. Ja, der Narrator hat ja gesagt, dass der Eimer uns ja immer beruhigt und für uns da ist. Ja, habe ich, wie versprochen, mal ein bisschen nachgeforscht und geguckt. Und ja, es ist wirklich so, ich habe hier jetzt so eine kleine Übersicht, dass wir wirklich ich habe so eine kleine Übersicht gesehen, um es richtig zu sagen. Und da ist es halt wirklich so, jedes Ende hat jetzt quasi sein Bucket-Ende, sein Bucket-Counterpart. Komplette Zähne. Also wirklich, so gut wie jedes Ende kann man jetzt auch in der Bucket-Version erleben. Insane. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wir können jetzt alles nochmal neu machen. Jedes Mal neu ablaufen und mal schauen, wie es endet. Und wie gesagt, es hat auf jeden Fall seine Relevanz. Wir haben es ja im Meetingraum gesehen im letzten Part. Es hat seine Relevanz, die Figuren zu finden und zu sammeln. Da muss man auch mal schauen. Also ich hoffe dann, wir haben ja den Screenshot. Ich meine, das eine ist bei den roten und blauen Türen, ich kann mich noch erinnern. Und die anderen Sachen, ja, werden wir schon auf unserem Weg finden, bin ich mir sicher. Von daher, legen wir einfach los, gehen wir rein ins Spiel und ja, erleben wir die neuen Endings. So, da können wir wieder Flibbity Jibbity machen. Interessanterweise, bis jetzt haben wir noch nicht dieses eine mit dem Whiteboard bekommen, ne? Wenn man ja irgendwann mit dem Whiteboard und so, wo die ganzen Räumlichkeiten blau sind, wo man ein komplett anderes Büro hat oder so. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Figurine Fairness Committee. The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket. Nice. The Bucket. Eine Sache, die mir jetzt so einfällt, die wir mal mit dem Bucket ausprobieren können, ist, hier aus dem Fenster rauszuspringen. Stanley clung the bucket to his cheek. Could his co-workers really all be gone? Ja, sind sie. So, jetzt gehen wir da mal. Ne? Wenn die Ballönchen uns... Ja, da. Jetzt springen wir mal hier rein mit dem Bucket. Mal schauen, was hier Yes! Whispered the bucket into Stanley's ear. We've done it. We've escaped from that dull office and that pesky narrator. At last, out here in the white void, we are alone. Now, and for the first time, I can reveal to you my true self. The bucket began to tell Stanley of its life and its history, of the countless wars it witnessed, desecrating the land and lives of untold numbers of innocent humans, and the bucket's own complicity therein, of sadness and regret, and the many years it spent dwelling on the actions it might have taken to curb the madness and the decay, if only it had been stronger, of hope and redemption, and its crusade to uplift the stock of life for the common man, to manifest justice where none existed, and the bittersweet reality of time, to see one's dreams and wishes met halfway, meted out in parcels like charity, and abandoned as soon as the warm glow of inspiration begins to dim. The opportunities to do so much more. There was so much it could have done, perhaps, the bucket wondered to itself. Perhaps if it had seen its own darkness with a clearer perception. This was way too much for Stanley. What are you talking about? He screamed. You're a bucket! Was soll das? To this, the bucket furrowed its brow. No, Said the bucket. not since the evil wizard Gambhorata first ensnared me in his machinations as payback for the sacred amulet I stole from his treasured vaults. I was young back then and could not conceive the ramifications of... No!
Stanley screamed even louder this time. This is stupid! You are a bucket! This is so stupid! Why are we even doing this? As Stanley screamed and screamed and screamed, the bucket revealed its true form, transforming into a mighty beast of untold power, its fangs glistening like... Jo, was? My God, Stanley. What the You did it. fuck? You saved us from the bucket. Thank God you already had all 12 emblems of sages and knew the incantations to summon their true power. Otherwise, we would have easily been overwhelmed by the bucket's power. I'm speechless. You've demonstrated such bravery here today. Come, let's restart the game, and we'll agree to never again go trifling with this bucket, nor the dark magic cast away inside of it. What the fuck? Was war das denn für eine... Was war das denn bitte für eine Eskalation? Ich dachte mir so, ja, können wir mal kurz hier aus dem Fenster mit dem Bucket rausspringen, mal schauen, was kommt, ob wir den im Arm und so. Nö, das muss doch demonetisiert All werden. of his co-workers were gone. Nein. What could it mean? Also stimmt. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Hätte der einmal sich ausgezogen, ja, dann wäre sofort unser Kanal gesperrt worden. Moin. Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. My darling, my love. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. So, dann werfen wir wieder die Münze. Kopf rechts, Zahl links. Zack. Und Kopf sagt rechts. Die Münze entscheidet sich mal gegen den Narrator. Was ist denn hier los? This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Ich finde es interessant, wie dieser Bucket irgendwie ein Wesen ist, was unser Wissen wohl übersteigt. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. Unglaublich. Stimmt, hier wird seine... Die krassen Endings wie Confusion Ending Truly, und so. being here with the bucket was a grand adventure. Stanley reflected on all they'd been through together. First, walking through the door on the right. Then walking to the lounge. Then arriving at the lounge. What a thrilling journey the bucket had inspired. Perhaps this was where the bucket felt most truly at home. Here in the employee lounge. Perhaps it's the only place a bucket can even feel at home. Stanley decided to just give the bucket absolutely as much time as it needed to be in the lounge. Clearly, the bucket and the employee lounge shared a special connection. Ja, definitiv auf jeden Fall. Das ist eindeutig hier die Sache, die wir tun, machen, wollen tun. Tun, machen, bum, bum, sie, bum, spamsch. Babsch, bip, bubsch, babsch, biksch, babsch, okay, gut. Ich glaube, wir haben die Lines ausgereizt. But finally, the bucket was done being in the lounge, and they took the first open door on their left to get back to business. Nein. Fuck you. Die Münze sagt nein. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Go to the cargo lift. Oh, wait a minute, was ist denn hier? Oh. War das hier nicht? Warte mal. Screenshots anzeigen? Nein.
War da nicht irgendwas mit? Können wir das nicht ein bisschen... Ah, wow, das passt sich sogar an. Hier. Produce one plank will construct bridge to allow collection of bla bla bla. Ah, das heißt, die Leute haben diese Planke hier raufgebaut. Retrieve chair remains from warehouse floor. Construct new structurally sound bridge. Die haben hier irgendeine Brücke gebaut. Ah. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Das heißt, wir sind jetzt hier auf dieser Brücke. Gibt es jetzt hier irgendwas Interessantes? Oh. Da darf man noch nicht reindroppen. Ah, da gibt es die Stanley-Figur. Ah, die Leute haben mir extra das für die Stanley-Figur gebaut. Jetzt macht das alles Sinn. You're getting close now, Stanley. You've nearly gotten all of the Figler and Marines. Very soon, you'll collect the last one. And then the first number will equal the second number. And that will be it. Das ist krass. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them. And now we have them all. You can't go back to when you had no Figler and Marines. None of us can. Figler and Greens. So, können wir hier einfach unseren Tod droppen? Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ah, aber jetzt verstehe ich es. Hier wurde extra diese Rampe gebaut, damit wir hier an die Figur kommen. Jetzt habe ich hier von hier aber auch echt mal eine interessanten Selbst hier oben sind die verdammten Luftballons, Alter. Hat hier mal eine netten Übersicht auf das Warehouse hier. Loading Dock A, B, C, D und ja. Oh, I. Ja, aber sieht aus wie eine normale Sache. Gut, dann springen wir da mal in ein Event rein und erleben mal ein neues Ending. Whee! Klatsch. Okay. Was ist hier? Okay. Irgendeine Dame in Rüstung. Aha. Was auch immer das bedeuten soll. Das sieht ja auch aus, als wären wir in so einem als wären wir in einem Bereich des Büros, der noch nicht wirklich gebaut wurde. Chapter 1. Scheint irgendeine Geschichte zu sein. Leider kann ich die Sachen auch nicht groß hier lesen. Was steht hier? Help, help! The striped shirt savage is tearing off my arm. Ow, beware the referee of pain. Okay. Weird, but okay. I'm so confused. Yeah, left or right or you fucking clown. Jetzt werden wir auch... ist das hier... Na, ist ja Concrete, nicht Schimmel, oder? Wo sind wir hier bitte gelandet? Auch in irgendeinem Alpha-Beta-Büro-Teil. 500 tons of raw copying power. Ink is printer blood. That means every time you print a document, it's written in blood. Think of that. Printing is a blood sport. Vegans shouldn't print. Printers are alive. Okay. The day of ink, it is known in the annals for, oh God, scarcely has a day seen so much wanton ink shed. Hopeful rose upon the printer camps when at once 2,000 photocopier cavalry emerged from the mists. The printers had believed them still a week away, and yet here they were with fury in their hearts. Their heavy cavalry was followed by 10,000 photocopiers. It is said that the fields were multicolored with ink for years after the day of horror. To this day, some local reports, hearing the ghastly sound of printer errors upon the old battlefield. Ich liebe diese Details. I'm a messenger from the printer. Hello. Printers get a lot of stick for not being as simple as they were in the early noughties. They get a lot of hate for refusing to print when only one of the ink cartridges is empty. You think that's their call? They didn't design themselves. Educate yourself before you cast shade. Jesus Christ. Ist jetzt hier ein Drucker-Ending oder was? Also wahrscheinlich eher nur Details. Was haben wir hier unten? Okay, what the fuck? Ganz viele Kassetten. Narrated Dialogue, Narrated Dialogue, Narrated Dialogue, Narrated Dialogue. Aha. Mit zum
Schlüssel? Wo sind wir denn hier gelandet? Überall aufgezeichneter Narrator-Dialog, ja? Oh, jetzt können wir hier Evidence abspielen. Okay, this is day number Eine 295. Stimme. Tape number. I Evidence don't even know. 252. I've lost track. Nothing feels real Data anymore. sound system. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down Echt gutes Voice Acting, muss ich sagen. doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Was zum Fick schon? Was? Okay, ich verstehe schon, das ist ein bisschen verwirrend, warum ein Eimer aufheben, warum macht das einen so glücklich? Das ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Und dann will er Geld draus machen, dann kommt Gambo, warte. Den habe ich doch irgendwo ja schon mal gehört, oder? Okay. Das muss ich wie ähnliche Dinge auch mal ein bisschen sacken lassen. Da werde ich mir im Nachhinein auch mal anschauen. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Wir gehen auf jeden Fall wieder auf die Planke, diesmal ohne den Eimer. Und mal schauen, wie gesagt, wenn es ja... Es muss ja davon auch ein Nicht-Bucket-Ending geben, oder? Deswegen von daher laufen wir jetzt zum ersten Mal an dem... Hab ich lieber an dem Bucket vorbei. So. Dann speedrun ich das mal hier rüber. So. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Just to admire it, yes, Wow. of course. Yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nein. Stanley was so bad at following directions. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. So, und runter. Schöner Speedrun. Juhu! Jabadabadu. Aber was für ein weirder Raum, dass wir da irgendwie hier diese... Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path
that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path Auch genauso that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed the office had begun from so far off the beaten path that it seemed. You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. Das war's. Das war das Ending. Super. Mehr brauchen wir nicht. Wunderbar. Schön. 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 Gut. Dann passt das hier. Wenn wir jetzt noch ein Ending machen, wird das, glaube ich, ein bisschen zu lang. Deswegen sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dann. Und ciao.